Das ist ein Kia Xceed 1,4 Liter T-Spirit mit manuellem Schaltgetriebe. Ja, und ihr habt mit dem Auto wirklich etwas erreicht. Ihr habt den ersten Platz erreicht, nämlich bei Autobild im Vergleichstest. Und da war sogar noch T-Roc mit dabei und ganz viele andere habt ihr praktisch hinter euch gelassen. Genau, so hier haben wir bei dem Vergleichstest den ersten Platz abgeräumt und das Fahrzeugkonzept passt hier einfach. Also man hat bei dem Motor, der ja schon aus den anderen Ceed-Modellen bekannt ist, nochmal an dem Doppelkupplungsgetriebe gearbeitet, sprich die Software ein bisschen verfeinert und dann merkt man mittlerweile wirklich nichts mehr vom Schalten. Sowas bin ich noch nicht gefahren. Ja, das ist richtig klasse. Kaufpreis hier ist 30.864 €. Das ist der Hauspreis. Und ich gucke mal gerade, der Listenpreis wären 30.864. So, das ist der Hauspreis. Genau. Es handelt sich um ein Vorführfahrzeug, korrekt? Ist ein Vorführfahrzeug in dem Fall, allerdings noch nicht bewegt. Wie? Der hat quasi 0 Kilometer. Genau, der ist mal zugelassen als Vorführer. Wir haben im Moment noch andere Fahrzeuge, die wir nutzen können. Deshalb kann man hier, sage ich mal, vom Kilometerstand was Neuwertiges zu den Konditionen eines Vorführwagens erwerben. Ja, ist ein Diesel? Er ist ein Benziner. Benziner. Er erfüllt die volle Norm, die heute gefordert wird. Der hat jetzt noch 6 D-Temp? Genau, hat die neuesten Abgasnormen, also wird es keine Probleme geben, bekommt die grüne Plakette, so freie Fahrten in alle Städte. Ja, das ist ein Fahrzeugkonzept, das habt ihr gesucht. Das ist es ist so ein Mittelding zwischen dem, da vorne steht er, dem Ceed und direkt dahinter ist der Sportage. Sportage liegt in der Mitte. Es ist schon nochmal einen Ticken kleiner als die sogenannten Crossover, also das ist hier bei Kia als City-SUV deklariert. Kommt gut an? Kommt sehr gut an, das Fahrzeug. Wie gesagt, das Konzept passt vom Getriebe her. Der hat noch eine super Bewertung vom Handling her bekommen. Also die Fahrwerksabstimmung ist hier auch einfach top. Und das Gesamtpaket vom Fahrzeug stimmt auch einfach. Ja, die Farbe gefällt mir besonders gut in Verbindung mit dem Chrom und dem Schwarz. Und natürlich diesen fetten Felgen, die dabei sind. Die geben dem Auto richtig eine ganz tolle sportliche Optik. Also in dem Fall schon die 18 Zoll mit drauf. Und durch diese Kunststoffverkleidung haben wir einfach eine schöne SUV-Optik bei dem Fahrzeug. Lässt sehr robust wirken. Ist aber auch robust, denn es hat 7 Jahre Garantie. Das würdet ihr nicht geben, wenn ihr nicht zählen würdet auf die Qualität. Auf jeden Fall. Also bisher keine Probleme mit Kia. So, machen wir hinten mal auf. Denn die Leute fragen sich immer, ist es jetzt ein Mogel-Auto mit 0 Kofferraum oder kann man ein bisschen was reinmachen? Also er hat schon natürlich, ich sag mal so vom Winkel her, so die große Kiste, da hätte ich schon ein Problem jetzt. Da müsste ich schon die Sitze umklappen, oder? Da gibt es natürlich dann wieder andere Fahrzeuge in der Crossover-Sparte oder auch vollwertige SUVs. Man hat hier einfach versucht, ein Fahrzeug, was noch recht wendig ist und kompakt gebaut, einfach an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen, weil ja jeder verrückt ist nach SUVs und SUVs fahren möchte, hier einfach ein bisschen was Handlicheres hinzustellen. Ja, ziemlich cooles. Ich habe wirklich Platz. Also für den normalen Einkauf inklusive, ich sag mal, Carlsberg-Urpilz habe ich richtig viel Platz. Mach mal da auf. Ist da ein Fach? Genau. Hat hier unten nochmal ein Staufach, wo früher das Reserverad verstaut war. Ist jetzt allerdings eher dafür gedacht, um den Kofferraum in der Höhe zu verstellen. Ah, ich kann es rausholen und kann das alles tiefer machen. Genau. Dann habe ich noch mal Platz. Jawohl. Da geht die Kiste ja doch vielleicht rein. Macht noch mal ein paar Zentimeter gut. Also ich sag mal, in der Fahrzeugklasse haben wir schon einen recht guten Kofferraum. Dann ist aber nicht mehr eben. Dann ist er nicht mehr eben. Ja, das ist so. Ich kann nämlich umklappen, da hätte ich was komplett Ebenes. Ja, zeigen wir vielleicht mal gerade von hinten. Denn es kann schon mal sein, dass einige Kinder da einsteigen. Du bist jetzt ein großes Kind, 1,86. Das heißt, wenn du reinpasst, dann passen auch andere rein. Schau, wie der Sitz vorne steht. Genau, guck mal gerade. So, das ist jetzt 1,86 Meter. Stellst du mal ein, wie du es gerne hättest. So ist er. Kann ich ohne Probleme fahren. Jetzt kann er fahren. Und jetzt geht der Tobias. Er hat auch ziemlich lange Beine, muss man sagen. Und genügend Platz. mach mal den Handtest. Ja, ist richtig viel Platz. Gegeben. Prima. Steig mal aus. Das ist der Innenraum. Ich habe schon sehr mäßig einige Fahrerassistenzsysteme. Immer wieder lustig finde ich das beheizbare Lenkrad, was bei Kia schon bei fast allen Autos Serie ist. Aber gerade jetzt, wenn es mal richtig kalt ist oder kalt war, wenn man es einmal erlebt hat, das ist schon sehr angenehm. Also ich habe am Anfang gedacht, das ist eine absolute Spielerei, weil ich es von Toyota nicht kannte. Aber wenn man einmal dann Eis gekratzt hat und das Lenkrad beheizt hat, möchte man es eigentlich nicht mehr missen. So ist es Fahrerassistenzsystem. Ihr habt einen aktiven Spurhalteassistent? Genau, das ist ein aktiver Spurhalteassistent. Ein toter Winkelwarner ist mit integriert. Wir haben auch hier wieder eine Geschwindigkeitsregelanlage.
Abstandstempomat? Nee, eine normale Geschwindigkeitsregelanlage in dem Fall, aber ist natürlich auch möglich bei dem Fahrzeug, eine adaptive Anlage zu buchen. Jetzt bei dem jetzt nicht, aber man muss auch sagen, ich gucke nochmal auf den Preis. Also wie er hier steht, guck mal gerade, das heißt, der Preis sind 30.864, wie er steht von dem Vorführer, korrekt? Genau, ja. Genau. So ein bisschen was geht noch, hat mir der Tobias gesagt, denn im Moment ist ja Corona-Zeit. Also wenn ihr wollt, ruft ruhig mal an. Wenn ihr speziell Interesse an dem Fahrzeug habt, ja, könnt ihr euch noch ein Video angucken. Wir haben es nämlich detailliert auch schon mal gezeigt in einem langen Video, gell? Genau, wir haben fast jedes Fahrzeug schon im langen Video vorgestellt. Man muss halt zu den Hauspreisen generell sagen, man hat so viele verschiedene Möglichkeiten, ein Fahrzeug zu erwerben, sei es eine Finanzierung, ein Leasing, eine Schlussratenfinanzierung oder ein Barpreis, dass es einfach schwierig ist, hier mit dem Preisschild den besten Preis für den Kunden darzustellen. Deshalb würde ich Sie einfach bitten, mal anzurufen, können wir das Ganze individuell anpassen und, denke ich, für Sie noch mal ein bisschen schmackhafter machen. So ist es. Wie viele Leute arbeiten hier? Oder arbeiten nicht? Ja, im Moment sind wir ein bisschen in der Notbesetzung. Also wir gucken, dass auf jeden Fall im Verkauf. Die Werkstatt ist rappelvoll. Die Werkstatt, die läuft komplett normal weiter. Okay. Also im Verkauf ist aber auch immer mindestens ein Verkäufer im Haus, 2 Stück in der Regel auch. Und da kann man sich jederzeit melden. Ja, ist schon eine blöde Situation, muss man sagen. Also die habt ihr noch vorher noch nie gehabt. Du bist recht jung. Wie alt bist du? Ich bin 24. Du hast eine Ausbildung, du bist Automobilkaufmann? Genau, ich habe hier Automobilkaufmann gelernt. Ist natürlich eine krasse Situation im Moment. Ja, aber gut, dass wir sie jetzt üben können, dass wir uns auch ein bisschen vorbereiten konnten, dass wir nicht wie Italien die Ersten waren. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich gucke mal auf die Uhr. Heute ist der 3. April 2020. Wir drehen das Video heute und wenn Sie Lust haben, ja, am besten rufen Sie mal an. Das heißt, wir haben eine Hotline geschaltet, da ist auch Peter Dämmerle, der guckt gerade, denn der ist nämlich Mr. Chat hier in diesem Haus. Im Moment, das hat der Tobias gesagt, wenn hier Chats geführt werden und du bist gerade am Rechner, da greifen alle Kollegen drauf zu, dann kann es sein, dass du auch mal antwortest, oder? Genau, so ist es. Wir bearbeiten alle eingehenden Fragen. Laden müssen wir leider geschlossen haben, aber wir sind auf allen anderen Kanälen zu erreichen. Ja, wir wollen ja nicht jammern, deswegen drehen wir jetzt die Videos. Die Nachfrage ist ja da, speziell bei dem Auto hier muss man sagen, das ist jetzt einer der Hotseller mittlerweile, oder? Exeed ist super gut angelaufen, da kann man sich nicht beschweren. Also die Seat-Familie wurde wieder um eine neue Karosserievariante ausgebaut. Es fängt an mit der 5-Türer-Limousine, geht über ein Pro-Seat, was ein Shooting Brake ist. Wir haben einen normalen Kombi und jetzt eben nochmal die SUV-Sparte abgedeckt. Ja, 7 Jahre Garantie, da ist alles mit abgedeckt oder gibt es ein paar Sachen, die ich sag mal nur 2 Jahre haben? Es sind Kleinigkeiten, also die Unterhaltungselektronik fällt nach 2 Jahren raus, weil das ein Fremdlieferant ist und die Starterbatterie, aber sonst haben wir eine vollumfängliche Herstellergarantie über 7 Jahre. So ist es. Aber auch da, ihr macht jetzt seit 5 Jahren Kia, ich glaube, so ein kaputtes Radio, habt ihr es überhaupt mal gehabt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Klar gibt es mal Fehler in so einer Software, aber... 3, warte mal, der Peter, ihr habt jetzt wie viel verkauft, wie viel Kias im Moment? Hunderte, Tausende. Kurz eingreifen, bei dem Audiosystem, bei dem Multimedia-System sind 3 Jahre Garantie. Die Starterbatterie hat tatsächlich nur 2 Jahre Garantie. Okay, 2 Jahre auf die Starterbatterie, die hält aber länger wie 2 Jahre üblicherweise. Hält normalerweise auch länger. Es hat eben mittlerweile auch sehr hoch belastet, weil sehr viele elektrische Verbraucher bei den neuen Autos mit drin sind. Und daher ist der Garantieumfang da ein bisschen abgespeckt. Ja, das heißt, ihr hattet in der ganzen Lebenszeit in 5 Jahren 3 kaputte Autoradios, aber auch da... Das war nur der Hinweis auf die Dauer. Also ihr hattet gar keins bisher? Wir hatten bisher gar keins. Okay, jetzt habe ich ja Glück. Er hat nämlich die Finger hingehalten. Ich hab gedacht, er zeigt auf 3. Also er hatte noch gar kein kaputtes Radio. So ist es. Ja, also 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer unter der Voraussetzung, dass Sie natürlich die Serviceintervalle einhalten. Die sind natürlich bei Kia alle 2000 Kilometer, damit er wenigstens noch ein bisschen Geld verdient. Stimmt das? Nee, also die Ölwechselintervalle sind alle 15.000 Kilometer oder 12 Monate und die Wartungsintervalle bei 30.000 Kilometer oder 24 Monaten. Okay, das heißt, spätestens nach 2 Jahren muss ich da mal bei euch rein und das Ganze kriege ich aber erklärt. Ja, vielen Dank, Autohaus Klein in Saarlouis, einer der besten Kia-Händler Deutschlands, so viel kann ich sagen, zumindest mal was in der Produktion von Videos angeht. Das ist so, denn ich sag mal, wir erklären die Autos, machen alles fertig. Wenn ihr das Auto mal fahren wollt, eine kontaktlose Probefahrt kriegen wir auch irgendwie hin. Das haben wir schon gesagt, aber die Geschäftsräume sind geschlossen. Vielen Dank, Tobias. Tschüss. Danke.